Und zugeschaltet ist mir nun Professor Werner Patzelt, Politikwissenschaftler an der Uni Dresden. Guten Tag, Herr Patzelt. Einen schönen guten Tag. Eine Rekordwahlbeteiligung in Deutschland bei den Europawahlen. Stimmen Sie mir zu, dass es hauptsächlich eine Abrechnung mit den Ampelparteien und damit der Bundesregierung war und es gar nicht so um Europa ging? Ich stimme Ihnen zu, aber bei Europawahlen geht es ja selten um Europa. Es geht darum, einen Test zu haben, wie denn die Popularität der politischen Parteien ist. Und das sind ja die Europawahlen die einzigen Testwahlen, die ganz Deutschland umfassen und nicht wie Landtagswahlen durch die jeweiligen Gegebenheiten im Bundesland auch überlagert werden. Und wie bewerten Sie daher die Reaktion? Der Kanzler ist im Moment gar nicht zu sehen. Sein Regierungssprecher verkündet trotzig keine Neuwahlen, genau wie FDP-Chef Lindner. Und die Grünen versinken im Selbstmitleid. Zum einen verhält sich der Kanzler genauso wenig kommunikativ wie immer. Und das ist etwas, was eigentlich nicht zu seiner Amtsbeschreibung gehört. Ein Kanzler muss auch kommunikativ führen, er muss Politik erläutern. Dass die SPD keine Neuwahlen will, das liegt auf der Hand, denn bei Neuwahlen verliert ein großer Teil der SPD-Abgeordneten, auch der Grünen-Abgeordneten, auch von FDP-Abgeordneten, ihre Parlamentsmandate, der Kanzler seinen Job. Und das wird keiner wollen. Infolgedessen wird sich diese Regierung weiter quälen, so wie beim Marathonlauf die Schwierigkeiten ab Kilometer 30 anfangen. Dass die Grünen in Selbstmitleid versinken, das ist die Kehrseite ihrer Arroganz, mit der sie uns schon seit vielen Jahren erfreuen. Die Grünen kamen sich immer als die Besseren, die Klügeren, die Schöneren vor. Sie blickten herab auf CDU, von der AfD ganz zu schweigen. Und sie verstehen die Welt nicht mehr. Man könnte es ihnen erklären, wenn dann die Grünen gesinnt wären, irgendwelchen Erklärungen auch Aufmerksamkeit zu schenken. Herr Professor, die Union war nun aber klar stärkste Kraft. Aber war da nicht mehr drin? Wenn es keine AfD gäbe, dann wäre für die Union viel mehr drinnen gewesen. Die AfD ist aber nun einmal in Ostdeutschland zur stärksten Partei geworden. Sie hat 16% bundesweit. Und wenn Sie mal versuchsweise, obwohl sich das nicht gehört, angeblich die Stimmenanteile von Union und AfD zusammenzählen, dann merken Sie, dass es in Deutschland eine satte rechte Mehrheit gibt. Aber die Union kann diese Mehrheit nicht nutzen, auch wenn die Ampelregierung nicht mehr sehr geschätzt wird, weil es eben die AfD gibt und weil mit der AfD in dem derzeitigen Zustand nun wahrhaftig keine Koalition auf Bundes- oder Landesebene möglich ist. Infolgedessen hat man sich zur Union bekannt, um die Ampel abzustrafen, aber auf diese Weise entsteht keine alternative Mehrheit. Es gibt aber noch einen anderen großen Gewinner neben der AfD. Das ist das BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht. Stärkste und drittstärkste Kraft sogar aus dem Stand im Osten. Also die AfD ist dort stärkste Kraft und das BSW gleich drittstärkste Kraft geworden. Wie gespalten ist Deutschland? Was zeigt das auch über diese Europawahl? Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist hier sehr erhellend, denn hier werden verbunden AfD-Positionen bei der Migrationspolitik mit klassischen linken Positionen bei der Sozialpolitik. Offenkundig gibt es viele in Deutschland, denen soziale Gerechtigkeit am Herzen liegt, aber die Partei der Arbeiter, wenn man auf die Befunde von der letzten Europawahl blickt, die Partei der Arbeiter ist nun einmal die AfD. Und viele verbinden das Thema soziale Gerechtigkeit auch mit den ungefähr 50 Milliarden Euro, die jährlich für selbstermächtigte Migranten ausgegeben werden. Beides verbindet die BSW auf eine ganz vorzügliche Weise, sowohl von rechts wie von links her, werden sozusagen die Wünsche ausgedrückt. Und der besondere Reiz des Bündnisses von Sarah Wagenknecht besteht darin, dass dem BSW nun wirklich keiner nachsagen kann, es sei eine neofaschistische, eine narzisstische, rassistische Partei. Kann denn das BSW tatsächlich zu einer Alternative der Alternative für Deutschland werden? Im Osten könnte das zu entsprechenden Erwägungen führen, denn die Union wird zwar vor den anderen Parteien bei den Landtagswahlen liegen, aber weit davon entfernt sein, eine Mehrheit zustande zu bringen. Die stärkste Partei dürfte auch bei den Landtagswahlen die AfD sein. Infolgedessen wird man eine Anti-AfD-Koalition schmieden müssen. Entweder als Allparteienkoalition oder mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. In Sachsen gibt es schon entsprechende Überlegungen. Aber bei den Koalitionsverhandlungen wird man schnell merken, dass man sich zwar vielleicht bei der Migrationspolitik schnell einig wird, die aber gar nicht Landeskompetenz ist, aber spätestens bei den sozialpolitischen und wirtschaftspolitischen Förderungen wird sich erweisen, wie schwierig eine Koalition mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht ist. Und auf Bundesebene gilt das soeben Gesagte erst recht.
Professor Werner Patzelt, ich danke Ihnen für Ihre Einordnungen und das Gespräch. Gern geschehen.